Hi guys, today it will be again a tiny bit longer video than usual. I will make 3 tags and you will see all 3 of them. Yeah, that's a bonus, isn't it? Today I'm using oxides, distress oxides, and what I do is playing a bit with glue. It's an older technique, putting distress oxides, or in the past you put the normal distress inks on top of something, and then after that dried you put some glue on it, as I will show you later, and then on top of that again distress ink, but it works with the distress oxides as well. It makes just a nice distressed background. That's what I like. So, and I'm using colors I like, combinations I like. So, bit of droplets here on top, and then I dab them off and make them look even distressier. So, ihr Lieben, ich werde euch heute 3 Tags zeigen. Und zwar, ich arbeite hier auf Aquarellpapier. Und zwar, das ist so eine alte Technik, die habe ich früher schon gemacht mit den normalen Distress Inks, und das sind jetzt die Oxides, die ich benutze. Und zwar eine Schicht Oxides, dann mit Kleber einfach so ein bisschen drüber, das trocknen lassen und dann wieder mit der nächsten Schicht Distress Oxides drüber. Und das macht einen sehr schönen Hintergrund, finde ich. Ich mag das ganz gerne. Ganz simpel, aber eben sehr effektiv. Ja. So, da ist mir jetzt das Ding geplatzt. I just broke that thing. It was blocked. The nozzle was blocked, and it opened with a bang, and my face and my glasses, everything was covered with glue. Oh, alles war mit dem Kleber voll. Die Spitze war wohl zu, und ich habe gedrückt und dann BAM! Ist das ganze Ding geplatzt. Komplettes Gesicht war mit Klebersprenkel voll. Meine Brille, bis ich die sauber hatte. Meine Güte. Ja, so blöd kann man sein, aber gut. Ja, weiß ich, dass die Flaschen so empfindlich sind. So, und jetzt seht ihr hier, da mache ich eben verschiedene Muster. Hier mache ich so Kreise drauf. Auf den anderen gehe ich einfach nur mit dem Finger drüber, rechts, links ein paar Stellen. I'm making some circles here, and at the first ones I just went over with my fingers a bit right and left, and left some glue where I just thought it might look nice. And after that dries, it needs to be dried properly, really. I go over with a different color, and you will see the background color where the glue is. So that's the technique. Very simple, but I think it's pretty effective, so I quite like to do that sometimes. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich gehe jetzt mit der zweiten Schicht drüber, mit der, also kleines bisschen andere Farbe, dann behältst du die Farbe im Hintergrund unter dem Kleber, und das finde ich vom Effekt her super schön. Das müsst darauf achten, dass der Kleber wirklich, wirklich trocken ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst versaut ihr euch auch diese Pads da, und ja. Und Kombinationen von den Farben sind völlig wurscht, was euch gefällt. Also ich bin da immer relativ schmerzfrei und kombiniere einfach, was mir gefällt. Natürlich hast du jetzt mit diesen Farben, diese Komplementärfarben, die eben braun machen, wenn die zusammenkommen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Oxides geht's, die sind dann nicht ganz so empfindlich, aber bei anderen Farben halt schon. Aber wie gesagt, ich finde diesen Effekt ganz schön. So, jetzt habe ich 3 von diesen Tags. Hier, jetzt mache ich das letzte noch, da benutze ich dann dieses dann ganz dunkle. Jetzt habe ich 3 und muss dann natürlich, mache dann natürlich weiter und schmücke die noch nett. Und dann fange ich hier an, und zwar wollte ich hier diesen Lavinia-Stempel drauf haben. Problem war, ich habe mit Stazon gearbeitet, weil ich dachte, da ist der Kleber drauf, und das ist immer ein bisschen rutschig, die Oberfläche, nämlich Stazon. Und was passiert? Es klebt am Tag fest und reißt es kaputt. I used the Stazon because I thought with the Lavinia stamp, I thought it's glue on top, it will be a bit slippery, so go with the Stazon. And as you could see, it
stuck on, and I've torn it apart. So, but come on, I'm a crafter. So what I do here, I just stamp on a leftover bit, and I cut that off, but not all of it, just the round bits. We'll cut that off and glue it on top with a bit of a 3D foam pad, and that looks pretty nice. And where I can't hide it, I will go over with the black marker. Ich habe dann hier ganz einfach gesagt, mein Gott, was macht das denn? Das ist ein kleiner Unfall. Na und? Dafür sind wir doch alle kreativ genug, um zu wissen, was man da macht. Jetzt habe ich das auf diesem Überbleibselpapier gestempelt. Und dann habe ich das ausgeschnitten. Allerdings nur die groben Sachen, alles andere ist ja drauf gestempelt und das reicht mir. Und das, was ich nicht verdecken konnte hier an den Stielen, da gehe ich jetzt noch mit dem schwarzen Postkart drüber. Ganz einfach. Und dann ist das Ding gegessen. Das klebe ich jetzt noch auf mit so einem 3D-Schaumkleber, damit ich dann noch so ein bisschen mehr Tiefe reinkriege, noch ein bisschen mehr Textur. Und dann sieht man das schon gar nicht mehr. Total schön. So, und jetzt das nächste, da habe ich hier das ausgestanzt, auch wieder runde, mir waren noch Kreise dieses Mal, runde Objekte, und die verteile ich dann auf diesen mittleren Tag und benutze aber dann noch diese Überbleibsel. Das mache ich immer ganz gerne. Bei Stanzen hast du ja ganz oft so Reste, die ich meistens gar nicht wegschmeiße, sondern dann immer noch versuche auch unterzubringen. Das werdet ihr hier noch sehen, die werde ich verteilen hier und da. You know, for this one I used a die, and what I really like to do is I use this leftover paper bits you always get when you die cut something, and most of the times I'm not chucking them out because they are really nicely to use. That's what you can see me doing here. And this will be glued down, simply glued down. I'm not doing a lot more to this. A bit of white here and there, I think, some white framing, but that's it. That will be a very simple one. Of course, simple. Yeah, I glue these little bits down here, and that will be what I will do actually with this. Some of you might have this question in their minds. What are you doing with your text? I don't know what other people do. What I do is most of my texts I use them in my card making. They're really fantastic for that, you know, and I always need to find the right occasion for it, but 99% of all of them, I use them in card making. So ich habe gerade erzählt, dass viele fragen sich immer, was machen die mit ihren Tags? Ich weiß nicht, was andere machen, aber ich benutze meine ganz viel in meinen Karten. Und zwar, ich mache die jetzt fertig und dann habe ich die liegen, und wenn die richtige, wenn das richtige Thema, sage ich mal, kommt, dann benutze ich die. Und das mache ich ganz gerne. Es ist relativ einfach, weil du hast dann schon was Fertiges, brauchst dann nicht mehr so lange vorzubereiten, nur noch einen netten Hintergrund, und das war's dann. So, und hier mit diesem Stempel, da benutze ich auch diesen anderen Lavinia-Stempel, den ich habe, wollte aber nur hier diese Doodle-Dinger, diese Rectangles haben. Und da ich das nicht selber mache, weil ich extrem ungeduldig bin, ich bin wirklich furchtbar ungeduldig, habe ich mir gedacht, da nehme ich den Stempel und das, was ich nicht will, wird abgeklebt, dann Ink drauf und dann einfach nur stempeln. Aber vorher das Klebeband runternehmen, sonst hast du dir alles versaut. You know, I quite like on this stamp, I like this dangled bit, and I wanted to have that next to the flower, but I don't like doing it myself because I'm so impatient, and you need a bit of quietness, you need to be a different type of artist. I'm not that I don't know why, it's not my thing. I quite like it, and when people can do that, it looks really fantastic, but I hate to do it myself, you know.
it takes so much time. So on this, I just glued some painter's tape on the areas I didn't want to have inked up, and then remove the tape, very important because that's full of ink, and then stamp it. Very simple. And I'm using my go-to stamp here, my script stamp, with white acrylic paint. And that's pretty nice, actually. I like this effect. The areas where there is no glue, where it's the pure oxides on the background, the acrylic paint, the white one, will soak up that color. You will see that later. That's quite a nice effect. I really like that. You haven't got the pure white, of course, but I really like this colorful Effekt. Ich habe jetzt hier mit meinem Schriftenstempel gestempelt, noch mit weißer Acrylfarbe. Und das Schöne ist, auf dem Hintergrund, da wo kein Kleber ist, da nimmt eben diese weiße Farbe das Oxide noch auf, die Farbe davon, das zieht es so ein bisschen durch. Das finde ich immer sehr schön, diesen Effekt. Vor allen Dingen, weil er jetzt natürlich nicht überall ist, sondern nur da, wo kein Kleber ist. Und das macht es noch interessanter. So, und dann, was ich jetzt aber mache mit dem Zentangle-Ding, ich gehe mit meinem weißen Postkarte drüber, weil die Zeit habe ich mir dann genommen. Ja, aber das geht ja schnell, ist ja alles schon vorgestempelt, da muss ich nicht mehr großartig überlegen. Aber ich finde diesen Effekt immer so schön. Aber wie gesagt, ich selber bin jetzt nicht so geduldig, dass ich mich da jetzt hinsetze, sondern ich kann das auch nicht. Mein Gut, kann man üben, ganz klar. Aber ist nicht so mein Ding. Ich habe da nicht die Ambitionen so. So, hier jetzt noch ein bisschen Weiß ich mache jetzt nicht mehr ganz so viel Weiß in diesem hier. Ich finde, das reicht. Manchmal ist weniger einfach mehr. Aber ich gebe dem Ganzen noch so ein bisschen einen Rahmen hier. In Schwarz, das mache ich bei allen. Manche nur gestrichelt und dann, aber die kriegen alle einen Rahmen. You know, I just frame them all. They all get this little frame, the outside. So on this one, I use this tree dies and use the die out, the negative where I cut the tree out, as a stencil, because the black die cut didn't really show up. It was a dark red color on there, and that's why I started with the gesso, and that's a second layer already, so that's what it really needed. So the second tree I wanted to put in front, half over the other here, and that was the reason I couldn't use the stencil with the white paint. So that's why I use here first a white die cut and glue the black on top, slightly off-centered, only slightly. Ich habe dann diese Tannen hier ausgestanzt und habe dann das Negativ benutzt als Schablone, um dann mit Gesso den Hintergrund erst zu machen, weil diese schwarze Tanne auf dem dunklen Hintergrund, das hat sich nicht abgezeichnet. Und das sah doof aus, langweilig aus. Und da habe ich dann erst 2 Schichten Gesso draufgepackt und dann den Baum. Und den zweiten, den ich davor setzen wollte, das hätte nicht funktioniert mit der Schablonierung. Darum habe ich jetzt erst in Weiß ausgestanzt und dann das Schwarze draufgeklebt, aber so ganz leicht versetzt, dass man das Weiße sieht. So, und jetzt ist es natürlich sehr, sehr, sehr viel sichtbarer. Jetzt sieht man die Tannen halt auch vernünftig. Die wären vorher völlig untergegangen. So, alles, was drüber hängt, wird abgeschnitten. Und da kommt, glaube ich, auch noch ein Rahmen drum, genau. Aber so gestrichelt. So, this is the frame with this stitching, 4 stitching, and I think I'm almost I'm not almost at the end. Oh, I will, of course, will go on, and I have to mat them. I will definitely mat them on black, and I will put some eyelets in, that's for sure, and I'm not a ribbon type of person, you know that, and I use some strings, simple
simple burlap strings, something like that. So, but first of all, I met them on black cardstock because, as you might know, I love strong contrasts. So black is always not always, but most of the times my go-to Matten Color or Layering Color. Ich habe dann hier mit Schwarz gemattet und das finde ich einfach vom Kontrast immer super schön und habe dann hier die Ringe drauf gemacht, auch in Schwarz. Da gibt es einfach Stanzer. Die kann man kaufen, so diese Puncher und kann sich dann diese Ringverstärker selber machen. Finde ich immer schöner, als wenn die schon drauf wären. Und dann natürlich keine Bänder. Ich bin überhaupt kein Bändertyp. Ich hasse Bänder. Ich finde sie einfach furchtbar. Ist auch Geschmackssache. Deswegen, ich habe aber ganz viele von diesen Jute-Bindfäden und Kordeln und eben so dieses Distressige, dieses nicht so niedliche. Ich stehe nicht so auf niedlich. Und auch nicht auf, wie heißt das, so Spitze und so. Auch Spitz finde ich ganz furchtbar. Aber gut, das ist wie gesagt Geschmackssache. Aber hier packe ich die Bänder rein und das finde ich, das muss immer. Irgendwas muss da oben sein. Dann gibt es noch ein paar Wörter und zwar, da habe ich die noch von meinem Montag habe ich das gemacht mit der Herbstseite. Die hatte ich noch übrig. Die habe ich jetzt hier irgendwie arrangiert, dass es gibt keinen Sinn, Leute. Also versucht den Sinn nicht herauszufinden. Ich fand das ganz schön. Ich meine, es macht schon Sinn, wenn man das liest. Es wird Herbst. Alles riecht nach Erde oder so. Oder es riecht nach Erde. Ja, irgendwie. Das passt schon. Ja. So I put some leftover words here, sentence on the ones I used on Monday, and it's doesn't have a meaning, so don't ask. Yes, alles will fliegen. Everything wants to fly, for example. Everything wants to lie, or it will be autumn. Everything smells of soil and stuff like that. So just because I had it laying around here. So that's it, guys. There will be the close-up come in, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And yeah, I hope I will see you very soon with my next project, Friday, I hope. And until then, I wish you a fantastic time, but the most important thing is stay creative, guys. Bye bye. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video am Freitag. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt kreativ. Also, bis dann, Leute. Ciao!